Im Tutorial 08 haben wir uns mit dem Näherungssensor befasst. Dieser erfasst den Nahbereich von ca. 20 bis 30 cm und ist direkt im ULUX-Switch eingebaut. Jetzt lernen Sie die Einstellungen des Add-on Bewegungsmelder kennen. Der Bewegungsmelder verfügt über eine Reichweite von ca. 5 Metern und wird direkt am ULUX-Switch angeschlossen. Dieses Video zeigt Ihnen in 3 einfachen Schritten, wie Sie die Automatikfunktion des Bewegungsmelders in der ETS einrichten. Nachdem Sie Ihr Projekt in der ETS geladen haben, gehen Sie auf die Seite Add-ons und verschaffen sich einen ersten Überblick über die Optionen. Anschließend wählen Sie im Dropdown-Menü das Add-on Bewegungsmelder aus. Zusätzlich zum Bewegungsmelder erfasst dieses Modul außerdem die Temperatur und die relative Luftfeuchte. Wechseln Sie nun zur Seite Bewegungsmelder. Im ersten Schritt weisen Sie dem LED-Lämpchen am Bewegungsmelder eine Farbe zu. Aktiv wird der Bewegungsmelder dann, wenn er innerhalb von ca. 5 Metern Bewegung wahrnimmt. Die Ausschaltverzögerung und die Dämmerungsschwelle erklären wir später anhand der Automatikfunktion. Funktionen und Schalten haben wir bereits im Tutorial 08 im Video zum Näherungssensor kennengelernt. Jetzt konfigurieren wir die Automatikfunktion. Mit der Automatikfunktion können Sie eine klassische Treppenlichtsteuerung realisieren. Praktisch ist diese natürlich aber auch in Fluren und in vielen anderen Räumen. Im ULUX-Switch ist ein Helligkeitssensor eingebaut. Dazu definieren wir im zweiten Schritt die Dämmerungsschwelle. Diese gibt an, bis zu welcher Helligkeit der Bewegungsmelder den Einschaltbefehl für das Licht verwenden soll. Mit einem kleinen Wert, zum Beispiel 500, wird bei Bewegung das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es im Raum bereits eher dunkel ist. Wählen Sie dagegen einen hohen Wert, zum Beispiel 5000, wird die Beleuchtung auch dann eingeschaltet, wenn es im Raum hell ist. Welche Dämmerungsschwelle für Sie optimal ist, hängt von mehreren Faktoren ab: den örtlichen Gegebenheiten, der Einbauhöhe und Position des ULUX-Switch und so weiter. Probieren Sie am besten selbst aus, welche Helligkeit Sie im Raum noch als angenehm empfinden, ohne dass Sie zusätzlich Licht benötigen. Der Bewegungsmelder versendet den Einschaltbefehl jedoch nur, wenn 2 Faktoren zutreffen. Erstens, Bewegung wird erkannt, zum Beispiel weil jemand den Flur, das Treppenhaus oder den Raum betritt. Und zweitens, die Helligkeit liegt unter der von Ihnen definierten Dämmerungsschwelle, sprich es ist dunkler als von Ihnen gewünscht. Treffen diese beiden Faktoren zusammen, dann versendet der ULUX-Switch den Einschaltbefehl. Der dritte Schritt. Jetzt legen wir die Ausschaltverzögerung fest, zum Beispiel 300 Sekunden, also 5 Minuten. Was ist das? Jedes Mal, wenn jemand den Bewegungsmelder auslöst, beginnt der Zähler am Schalter diese 300 Sekunden herunterzuzählen. Findet in dieser Zeit eine weitere Bewegung statt, versendet der ULUX-Switch keinen erneuten Einbefehl, sondern beginnt erneut mit dem Countdown von 300 Sekunden. Erst wenn innerhalb dieser Zeit keine neue Bewegung erfasst wird und die 300 Sekunden abgelaufen sind, versendet der ULUX-Switch den Ausschaltbefehl. Zu guter Letzt übernehmen Sie die Konfiguration unter Programmieren partiell. Sollten Sie dazu Fragen haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.